Düstere Gedanken streifen durch die dunkle Nacht. Im Rucksack tragen sie Unbehagen und Unsicherheit. Liegt es daran, dass mein Zelt nur wenige Meter am Flussufer der mächtigen Sone steht? Was ist, wenn das Wasser steigt und langsam durch die Zelttüre dringt? Brrr! Ich spüre schon, wie die kühle Flüssigkeit meine Arme und Beine packt und langsam zum Kopf kriecht. Wie sie nacheinander die Finger umklammert und kaltherzig in den Mund eindringt. Und just in dem Moment, als die ersten Schweißtropfen von der Stirn perlen, erlöst mich eine unsichtbare Kraft aus diesem schier endlosen Albtraum. Mit 15 km/h durch Europa. »37. Reisetag. Donnerstag, 21. Juni 2018. Unterwegs am Eurovelo 6 Radweg. Frankreich. Am Ufer der Sone. Es ist 8:15 Uhr. Die Sonne strahlt leidenschaftlich vom Himmel und ich freue mich, dass das Fahrrad samt Anhänger noch dort ist, wo ich es gestern Abend abgestellt habe. Nach der provisorischen Zahnpflege mit einem Mundspülmittel bereite ich das Frühstück zu. Während das Wasser für den Kaffee kocht, blättere ich eifrig im Bikeline-Radtourenbuch. Chalon-sur-Saône ist nur 7 Kilometer entfernt. Diese Ortschaft habe ich gestern Abend gestreift. Nun zieht es mich weiter nach Osten. Es war gestern ein herrlicher Sonnenuntergang und ein genauso wunderbarer Sonnenaufgang heute Morgen. So, da geht es. Der Kaffee wartet. Das Wasser ist heiß. Ja. So. Okay. Die Flamme wieder erstickt. Den Kaffee habe ich schon vorbereitet. Und jetzt brauchen wir nur mehr aufgießen. Ja. Seit gestern habe ich auch den Luxus, Milch dazugeben zu können zum Kaffee. Müllsäcke, die ich vor einigen Tagen schon organisiert habe, sorgen dafür, dass ich hier eine saubere Umwelt hinterlasse. Ja, und dann kann man mich jetzt recht gemütlich dem Kaffee widmen. Gerhard verwendet einen Spiritus-Kocher. Bei Spiritus handelt es sich um Ethanol. Das ist eine farblose, leicht entzündliche, stechend riechende Flüssigkeit, die umgangssprachlich als Alkohol bezeichnet wird. Das ist in Frankreich besonders wichtig, denn da sucht man Spiritus vergeblich. Dafür wird man belohnt, wenn man nach Alkohol fragt. Ja. Dazu gibt es Aufstrich.
mit feinem französischen Käse. Ich denke, wichtig ist, dass man, wenn man unterwegs ist, so wie ich, mit dem Fahrrad, 1000 Kilometer und auch phasenweise wild campen will, dass man dann rechtzeitig dafür sorgt, dass man es zum Essen und zum Trinken hat. In der Früh einkaufen hat sich als Absurdum geführt, weil da schleppt man den ganzen Tag das schwere Gepäck mit. Also meine Erfahrung ist es die, dass es besser ist, eher gegen den späteren Nachmittag einzukaufen. Da kann man relativ viel einkaufen, weil es nicht so weit schleppen muss. Wichtig ist vor allem viel Wasser mitzunehmen. Wasser ist das Um und Auf, das man braucht, um so ein Vorhaben auch zur persönlichen Zufriedenheit gestalten zu können. Ja, Kaffee ist fertig, der ist aber noch heiß, oder? Ja, der ist schon besser als der vorhergehende Kaffee, den ich mir gekauft habe. Also Cappuccino war wirklich das reinste Abwaschwasser. Abwaschwasser. Und der lösliche ist stärker, kräftiger, aromatischer. Ja, es klingt. Nanu, woher kommt denn dieses anschwellende, brummende Geräusch her? Tja, so sehr mich diese idyllische Umgebung in ihren Bann zieht und ich hier auch noch einige Tage verbringen könnte, so groß ist auch die Neugierde, Neues zu entdecken. Mit dieser Erkenntnis zerlege ich das Zelt, packe die Taschen, räume sorgfältig den Lagerplatz und bemühe mich, weder Spuren noch Müll zu hinterlassen. Dann schwinge ich mit Begeisterung den Allerwertesten auf den Sattel und trete fleißig in die Pedale. Hey, was ist das denn? Da steht inmitten der idyllischen Landschaft, nur wenige 100 Meter von meinem Schlafplatz, ein Schild, das auf einen Campingplatz hinweist, der nur knapp 1 Kilometer von hier entfernt ist. Okay. Doch trotz eines möglichen Zusatzkomforts an jenem Ort möchte ich die romantische und ruhige Nacht an der Sonne keinesfalls missen. Die Sonne knallt vom Himmel, es hat gefühlte 27, 28 Grad. Hi Gerhard. Schau mal. Der Eurovelo 6 Wegweiser bestätigt, dass du dich nicht verirrt hast. Hoffentlich bleibt das so. Dort, wo das Wasser der Sonne einem weitläufigen Bogen folgt, halte ich an und staune über ein riesiges Frachtschiff, das sich Meter für Meter vorwärts kämpft. Ich denke nach, ob ich auf den 1000 Kilometern, die ich vom Atlantik bis hierher zurückgelegt habe, schon einmal so einem stählernen Ungetüm begegnet bin. Aber ich kann mich beim besten Willen nicht daran erinnern. Weder entlang der Loire, noch neben der Doubs oder den anderen unzähligen Kanälen.
Ah, hier ist der Campingplatz. Da sind die Tore geöffnet und ich kann ungehindert reinfahren. Na, diese Chance nutze ich natürlich. Hier werde ich die Trinkflaschen mit frischem Wasser füllen. Mit der eisernen Reserve in der Thermoflasche sind es dann knapp 2,5 Liter Flüssigkeit, die ich mitnehme. Es ist mittags und die Sonne glüht vom Himmel. Hi Gerhard. Hier ist wieder mal dein Gewissen. Es ist bereits 12 Uhr. Garmin zeigt, dass du heute erst 8 Kilometer zurückgelegt hast. Ha, mag schon sein. Ich bin nicht auf der Flucht. Und gemäß meiner Lebenseinstellung, im Hier und im Jetzt zu leben, plane ich weder zukünftige Dinge, noch visiere ich konkrete Ziele an. Ich lasse mich einfach treiben. Nanu, eine Umleitung? Und das passiert ausgerechnet mir, wo ich doch ohnehin so einem getrübten Orientierungssinn ausgeliefert bin. 10 Minuten später. Hinter einem außergewöhnlichen Eingangsportal befindet sich ein weitläufiger Innenhof mit eigenartigen Wesen. Weißt du, Gerhard, du bist in der Akademie der Künste gelandet. Und der Bär, vor dem du dich so gefürchtet hast, ist lediglich ein Modell. Hier können Erwachsene, aber auch Kinder ihre Talente einsetzen und neue Techniken erlernen. Da wird gemalt, modelliert, montiert, geschweißt und gezeichnet. Da könntest du probieren, einen Fahrradsattel mit Nägeln zu gestalten, um das Sitzfleisch während der Fahrt etwas zu lockern. Gerhard, hör bloß nicht auf dein Gewissen. Mach dir lieber einen weichen, weit ausgedehnten Fahrradsattel, der einer Couch ähnelt. Nachdem ich 20 Minuten den Künstlerinnen und Künstlern bei der Arbeit zusehen durfte und ihre Werke inspiziert habe, bewundere ich ihr Schaffen. Es ist kaum zu glauben, was die Fingerfertigkeit und der menschliche Geist für kreative Werkzeuge sind. Einfach fantastisch. Glückselig und schweren Herzens verabschiede ich mich von Ihnen und behalte Sie für immer in meinem Gedächtnis. Von Allerey-sur-Saône nach Verdun-sur-Ledoux. Ich verstehe leider kein Französisch, ich kann nur Deutsch oder Englisch. Kann ich da vorbei? Kann ich da durch? Okay. Merci, merci, merci. Bye. Au revoir.
direkt neben der Saon zeigt sich ein riesengroßer Campingplatz. Hey Gerhard. Cool. Du könntest heute schon ab 13:30 Uhr faulenzen. Was gibt es da noch zu überlegen? Ein Orientierungsschild zeigt, dass der Radweg über die Brücke geht, gleichzeitig aber auch am nördlichen Ufer entlang führt. Naja, wird schon passen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Du bist nämlich ein wahrer Künstler, wenn es darum geht, die falsche Route zu wählen. 10 Minuten später. Kaum zu glauben, aber mir ist es wieder mal gelungen, trotz der Landkarten und des Navigationssystems, mich zu verirren. Manchmal wundere ich mich, dass ich in den vielen Jahren, in denen ich erwerbstätig gewesen bin, so oft heimgefunden habe. Ob das deine Ehefrau, das damals auch so gesehen hat? Weißt du, Gerhard, in der französischen Gemeinde Verdun-sur-Ledou leben im Jahr 2018 ca. 980 Menschen. Sie liegt im Departement Saône-et-Loire, in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Gleich außerhalb der Ortschaft vereinen sich die Flüsse Doubs und Saône. Nur nicht das Gleichgewicht verlieren. In Gedanken male ich mir aus, wie es sein würde, wenn das Fahrrad und der Anhänger kippen und ich kopfüber in das Gerinne fallen würde. Komisch. Irgendwie fühle ich mich beobachtet. Natürlich! Da drüben, da stehen Menschen in ihren Räumlichkeiten und werfen mir freundliche Blicke zu. Hi Gerhard, du solltest dir dringend eine Brille zulegen. Von Verdun-sur-Ledou nach Chanay-les-Chalons. Yo sé que no vendrás, por eso ya tanto labido dejar un nuevo amor, tanto mejor ahí como el mío. Diese idyllische Gemeinde heißt Chanay-les-Chalons. Sie liegt zwischen den Flüssen Doubs und Saône. 2018 leben hier 190 Menschen. De tristeza dejar. Von Chanay-les-Chalons nach Sorre. Nach 28 Kilometer Radfahren bei gefühlte 27 Grad und leichtem Gegenwind, wie man auch hier an der Fahne sehen kann. Und das Gefühl, dass es bergauf geht, das drückt mich, glaube ich, auch nicht. Du hast recht. Links oben zeigt der Balken, dass die Straße einige 100 Meter ansteigt. In den kleinen Ortschaften, die ich die letzten 3 Stunden passiert habe, konnte ich keine Lebensmittelgeschäfte entdecken. Oh Gott, am Handy steht 14:30 Uhr. Kann das sein? Es ist heiß. 27 Grad Celsius und nur eine leichte Nordbrise, die für etwas Kühlung sorgt.
und ich fühle mich richtig schlapp. Bei einem Tisch, an dem links und rechts Sitzbänke angebracht sind, halte ich an. Hier koche ich mir eine Suppe und nasche ein paar Nüsse. Ich habe sogar noch ein Knäckebrot und ein paar Aufstriche dabei. Eine Stunde später. Oh, da ist noch ein Rastplatz, sogar mit Schatten. Wie willst du so etwas erfahren? Hey, da ist die Sonne wieder. Die habe ich vor 2,5 Stunden bei Olloray-sur-Saône verlassen. Komisch. Nach jedem Tritt in die Pedale höre ich ein leises Schnattern, das mir sehr bekannt vorkommt. Und plötzlich, wie aus dem Nichts, liegt sie friedliebend vor mir am Ufer der Saône. Die Familie Schwan. Vorsichtig nähere ich mich ihnen und freue mich, dass sie meine Anwesenheit akzeptieren. Sie scheinen sich nicht zu fürchten und führen ihr Leben so fort, als wäre ich gar nicht da. Dann, völlig emotionslos, stolziert ein Familienmitglied erhobenen Hauptes zum Flussufer und taucht behutsam die Latschen in das kühle Nass. Nun, ein kleines Familienmitglied scheint mir nun doch nicht zu trauen, denn es sucht die Nähe ihres Elternteiles und dürfte wohl auch hoffen, dass das große fremde Wesen nicht schwimmen kann. Sœur. Gerhard. Die Fahrt über die Saône mag dir wunderschöne Bilder vom Fluss vermitteln, und dennoch empfehle ich dir, mal einen Blick in das Bikeline-Radtourenbuch zu werfen. Okay, wieder Retour. Ich buche diesen Ausrutscher etwas selbstgefällig als Sightseeing-Tour. Manchmal scheint es, dass das Schicksal Mitleid hat. Dann bekomme ich ein Geschenk. Diesmal in Form eines Supermarktes, den ich mit Hilfe der falschen Fährte gefunden habe. Und ich, dein Gewissen, habe dich dabei begleitet. Und was du da gekauft hast, gefällt mir gar nicht. Bière Blanc? Das ist doch ein Bier? Keine Ahnung. Ich kann nicht Französisch. Von Sorel nach Le Châtelet. Es ist 18 Uhr vorbei. Heute war ich mal an der Saône, dann an der Doubs und jetzt quere ich erstmals den Canal de Dérivation de la Saône. Der ist aber fleißig. Fährt noch um 18:20 Uhr mit so einem großen Ungetüm das Feld ab. Aber vielleicht macht er das nur, weil er aufgrund seines Besitzes Geld braucht. Da bin ich mit meinem Leben im Moment, in dem der Besitz irgendeiner irdischen, vergänglichen Sache nur eine sekundäre Rolle spielt, äußerst gut dran. Camping, hier? Là, Ja, okay. vous attendez? Rechts, links, gut. Gerhard. Tu doch nicht so, als hättest du es verstanden. Und pass auf, dass du nicht eines dieser lieben Huftiere rammst. Das würde dir wahrscheinlich nicht gut bekommen. Pardon, Camping hier? Oui, camping, là, à droite. Oui, à droite, là. Hier, okay. Oui. Merci beaucoup. Au revoir. Komisch. Der geheimnisvolle Campingplatz ist weder im Bikeline-Radtourenbuch eingezeichnet,
noch gibt es irgendwelche Wegweiser, die darauf hindeuten. Also das ist wirklich interessant. Um den Kanal der Derivation de la Saône zu queren, muss ich bewusst der falschen Fährte folgen. Denn der Übergang ist südlich, während meine Route nach Norden führt. Während einer kurzen Pause denke ich darüber nach, ob ich heute wild campen soll. Dabei komme ich zum Entschluss, dass es besser wäre, einen Campingplatz zu finden. So I cry sometimes when I'm lying in bed, just to get it all out. What's in my head and I'm feeling a little peculiar. An einer Gabelung, wo zwei Wege parallel in dieselbe Richtung führen, sind selbst die Landkarten und das Navigationssystem nicht aussagekräftig. Ich entscheide mich selbstverständlich für den falschen Pfad und lande inmitten einer herrlichen Naturlandschaft. Irgendwann, mit zunehmender Dämmerung, nehme ich mich bei der Nase und drehe um, denn es wird bald finster. Halt! Was ist das denn? Ein Schild mit einer sehr vertrauten Bezeichnung und einem durchaus bekannten Symbol. Yeah! Da ist der Campingplatz. As long as a river runs down to the sea, as long as a flower will grow on Mother Earth, There is a blind man who's standing me. there's a world that our children will never see. I am living in a world That you won't
as long as children can live in happiness. I will be brave first, yes I can. That this world won't change to another one. Willst du wissen, was am nächsten Reisetag passiert? Und interessiert dich, was es auf den Radwegen Neues gibt? Dann klicke rechts unten auf das Gesicht mit dem Fahrradhelm und abonniere den Kanal. Das Abonnement ist kostenlos und jederzeit sofort stornierbar.